Ich habe halt einfach so einen dumpfen Schlag gespürt. Mein erster Gedanke war ja so, okay, mein Handy suchen, Mama anrufen, dass wir halt einen Unfall hatten. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass irgendwas gar nicht mehr stimmt. Was die Welt eventuell noch von mir lernen könnte, ist, dass du aus allem irgendwas Gutes zaubern kannst. Ich bin die Rebecca, bin 22 Jahre alt und ich komme aus Österreich. Der Unfall war im September 2016. Ich und meine beste Freundin, wir waren beim Sport und wir sind dann eben auf dem Weg nach Hause gewesen. Es war halt eben super neblig an diesem Tag und der Fahrer, der quasi eben jemand anders vom Gegenverkehr überholt hat, hat uns halt einfach nicht gesehen. Dadurch, dass wir ja auf einer Vespa waren, hatte ich die Beine quasi draußen und ich wurde dann quasi zwischen das Auto und die Vespa eingequetscht. Ich glaube, es hat halt alle Sehnen und Muskeln so schwer verletzt, dass da halt quasi das nicht mehr reparabel war. Also als ich dann eben im Krankenhaus wach wurde und mir die Ärzte dann halt eben quasi Diagnose Amputation gestellt haben, war halt erstmal so ein bisschen überfordert, weil ich kannte mich nur mit dem Thema aus, ich kannte niemanden mit der Prothese. Und ich glaube, so mein erster Gedanke war einfach so, ja gut, wie geht's jetzt weiter? Ich weiß nicht, ob man das jetzt Glück im Unglück nennt, aber ich hatte jemanden im Krankenhaus, der war gleich alt wie ich, der hatte auch eine Amputation. Und der war halt so krass positiv. Ich glaube, alleine schon dieses Gefühl von, du bist in dieser Situation gerade nicht alleine und es gibt jemanden, der dich da rausziehen kann, war total viel wert. Meine Familie war auch immer so, ja klar schaffen wir das. Ja, das hat auch total geholfen. Für mich war es gar nicht so schwierig, die Amputation zu akzeptieren. Also ich bin generell, glaube ich, so ein Mensch, der sich denkt, so ja, ändern wird sich nichts. Deswegen versuche ich, glaube ich, immer so das Beste draus zu machen. Nach der Amputation dauerte es ungefähr 2 Monate, bis ich wieder laufen konnte. Also ich habe halt auch ganz normal begonnen mit Physiotherapie und dann fängst du halt eben an, dass du die Prothese am Anfang für 10 Minuten kriegst, am zweiten Tag dann immer so ein bisschen länger und dann wird quasi während dieser ganzen Reha-Zeit das quasi so lange gesteigert, bis du sie halt eben normal tragen kannst. Die Menschen in der Reha haben mir auf jeden Fall am meisten Mut gemacht oder beziehungsweise wir saßen halt alle so in dem gleichen Boot. Ich kann mich auch an so ein paar Momente erinnern, die nicht so einfach waren. Also was ich vor allem immer total schlimm fand, war eben die Prothese in der Anfangszeit dann auch wieder abzugeben, weil es halt sonst so eine Überbelastung kommt. Also nach der Amputation hat sich für mich gefühlt alles verändert. Ich würde aber wirklich sogar sagen, mehr ins Positive. Also ich habe danach total gut gelernt, mit mir selber umzugehen. Wenn du was willst, kannst du auch mit Prothese alles schaffen. Also ich glaube, das Vertrauen in mich selber ist eigentlich so mit meinen ersten Schritten auf der Prothese wieder zurückgekommen. Also ich kann mich so gut an dieses Gefühl erinnern, wenn du wieder gehst. Vor allem, wenn du länger das eben nicht mehr hattest. Und ich glaube, das war dann so für mich so, okay, das funktioniert, dann kann der Rest auch funktionieren. Ich habe total früh begonnen, meine Prothesen quasi selber zu gestalten. Ich habe so von Glitzer bis Chrom gefühlt schon alles durch. Das konnte ich ja aktiv beeinflussen. So, ich konnte die Amputation nicht beeinflussen, ich konnte den Unfall nicht beeinflussen, aber was ich beeinflussen konnte, war halt, wie ich damit aussehe. Das hat total viel geholfen. Ich glaube, ich will jetzt nach dem Unfall nicht unbedingt nochmal auf dem Moped oder auf dem Motorrad mitfahren. Ich muss aber sonst sagen, so im Auto oder so habe ich jetzt kein ungutes Gefühl im Straßenverkehr. Ich fahre total viel mit dem Auto und ich fahre total gerne mit dem Auto und ich bin auch total froh, dass ich da jetzt nicht seitdem irgendwie Angst habe oder so. Ich denke mir, also Unfälle können immer passieren. Ich glaube, so mit Angst durchs Leben zu gehen, wäre für mich die letzte Option. Wenn du gerade frisch amputiert bist oder selber eine Prothese trägst, dann ist so der beste Rat, den ich dir geben kann, einfach offen für dieses Thema zu bleiben. Sich mit dem Thema so auseinanderzusetzen, dass es für dich auch wirklich passt. Es gibt alle Möglichkeiten, es ist alles machbar und man kann aus jeder Situation das Beste machen. Was mir total auffällt, ist, dass du halt auf die Prothese reduziert wirst. Früher war es halt so, ja, da war ich halt einfach ich. Und mittlerweile ist es halt so, wenn mich irgendjemand neu dazu bringt, ist es halt so, ja, die mit der Prothese. Ich fände es halt eigentlich schöner, wenn es halt quasi so ein Teil von dir ist, aber nicht das, was dich jetzt definiert. Also Menschen reagieren total unterschiedlich auf die Prothese. Also ich finde Kinder immer total spannend, weil Kinder sind immer total ehrlich. Aber prinzipiell ist das Feedback eigentlich immer total gut. Also ich höre eigentlich immer nur, dass sie es cool finden und dass sie gar nicht wussten, was du mit der Prothese alles machen kannst. Ich glaube, was die Welt eventuell noch von mir
lernen könnte, ist so wirklich, dass du aus allem irgendwas Gutes zaubern kannst. Also ich glaube, wenn du mit einem positiven Mindset wo reingehst, dann wird das Ganze auch gut. Also dass ich immer die Amputation als Chance sehe und nicht als irgendwas, was mich zurückhält.